Heute erzähle ich euch, wie schwuler Verkehr wirklich funktioniert und was ich aus eigener Erfahrung drüber gelernt habe. Das hältst du für eine gute Idee. Oh ja, und zwar ungeschönt und in allen Einzelheiten. Warum? Sage ich dir. Kennt ihr diese Gay-Erotica-Bücher über zwei Hockeyspieler-Rivalen oder den Straight-Dude, der sich als Fake-Boyfriend seines Kumpels ausgibt und plötzlich merkt, Dass er heißen Sex mit seinem Bestie will? Aber die Action ist immer mega oft geschrieben. So als wäre es eine Heteroszene, bei der im Nachgang jemand einfach sie mit er ersetzt hat. Überraschung, diese Bücher werden ja auch fast immer von Heteros geschrieben. Oh, gut, ist ja auch nur Fantasy. Aber wenn's hier keinen echten Gay-Sex gibt, der in der Schule geskippt oder kaum behandelt wird, wo suchen schwule Kids dann nach Antworten? Coin. Und kriegen eine verzerrte Vorstellung davon. Dabei hilft offen über Sex zu reden, weil Wissen schützt. Und ihr müsst euch nicht mit 15 auf einer ab 18 Hookup-Seite anmelden, wo Ekelcreeps euer Nichtwissen ausnutzen, weil das einzige Tor zu Erfahrungen ist, das ihr in eurer homofeindlichen Kleinstadt seht. Weirdly specific. Und doch true. Los, mach weiter, du wolltest doch erzählen. Oh, okay. Es gibt diese große falsche Vorstellung von Gay-Sex. Du meinst, einer ist der Mann und einer ist die Frau in der schwulen Beziehung? Das kommt daher, dass wir in einer Welt leben, in der alles auf Heteros ausgelegt ist. Und darum in binären Schubladen gedacht wird. Entweder bist du das eine oder das andere. Ach komm, was hätten eigentlich wissen wollen? Wer kriegt's reingeschoben und wer schiebt's rein? Und die Überraschung, Helga, weder sieht man das Leuten an, noch geht dich das was an. Bei uns Gays gibt's eigene Worte dafür. Top für penetrierend, Bottom für penetriert werdend. Außerdem Verse und Switch für die, die beides mögen. Und Zeit für die, die gar keinen Analverkehr haben und wollen, sondern auf Mund, Hand etc. setzen. Außerdem gibt es auch schwulen Vaginalverkehr, den manche Transmänner praktizieren, wenn sie dieses Sexualorgan haben und benutzen wollen. Ja, das ist alles etwas komplizierter als nur Mann und Frau. Aber hast du wen gefunden, wo es matcht und Anal ist in Option, dann gibt's sehr wichtige Dinge zu beachten. Okay, zuallererst keine Ahnung, warum die Natur sich überlegt hat, dass die Organe, mit denen wir Hotten haben, auch die sind, mit denen wir unsere Gifte und Abfälle loswerden. Bei Männern und Frauen. Aber wir arbeiten mit dem, was wir haben. Spontaner Sex nach dem Hockeyspiel? Ha, ha, ha. Nein. The Big A braucht Hygiene und Vorbereitung, sonst kann's schmerzhaft und dreckig werden. Darum ist für viele Passive wichtig, vor dem Verkehr sauber außen und innen zu sein, um sich entspannt fallen zu lassen. Dafür gibt es diese Spülduschen, mit denen man Wasser zur Reinigung reinspritzt und dann auf Klo geht. So oft, bis das Wasser klar ist. Sexy, hä? Aber Vorsicht mit dem Druck und der Menge, sonst geht zu viel zu tief rein. Und es kann dazu führen, dass sich Restwasser in Darmwindungen festsetzt und beim Verkehr rauskommt. Messy as fuck. Messy as fuck. Darum macht auch einen Bogen um diese Duschaufsätze. Bei denen habt ihr viel zu wenig Kontrolle über Temperatur, Druck und Wassermenge. Damit kann man sich den Darm richtig ruinieren. Auch was die Darmflora angeht. Mit einer elektrischen Analdusche kann man da nicht viel falsch machen. Per Knopfdruck pumpt die eine begrenzte Menge Wasser gleichmäßig in den Ass. Super easy. Erst recht mit Gleitgel, damit vermeidest du direkt Verletzungen an der Schleimhaut. Schleimhaut, ekelhaftes Wort. Wenn ihr nicht so häufig Bottom seid, dann kann Vordehnen auch helfen, um späteren Schmerz zu vermeiden. Dafür gibt's ganz natürlich die Finger oder man benutzt Toys. Habt ihr eins, das vibriert? Even better. Das kann dabei helfen, den Schließmuskel zu entspannen. Generell sind Toys nice, um den eigenen Körper besser kennenzulernen. I mean, viele Hetero-Kerle wissen nicht mal vom P-Punkt, dem G-Punkt des Mannes. Der lässt sich zu zweit beim Sex oder durch Toys stimulieren. Erst dachte ich, ist es komisch, darüber zu reden? Dann aber, warum? Fast jeder hat Sex. Es ist so natürlich wie Atmen und Essen. Jeder kommt auch damit in Kontakt, aber alle machen dieses riesige Tabu daraus, woraus sich erst Unsicherheiten, Uninformiertheit und daraus gesundheitliche und auch soziale Gefahren entwickeln. Darum freue ich mich für dieses Video mit Ich weiß, was ich tue zusammenzuarbeiten. Das ist die Präventionskampagne der Deutschen AIDS-Hilfe und der perfekte Match für dieses Video. Denn Ivid liefert aktuelle Infos zu schwulem Safer Sex für Cis- und Trans-Schwule und B+-Männer, einfach für alle Typen, die Sex mit Typen haben oder sich der schwulen Community zugehörig fühlen. Auf ivid.de findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Aber auch auf Insta und Facebook. Facebook. Hey, kein Altersshaming. Davon gibt's in der Community genug. Ich weiß, was ich tue, ist ein Anlaufort für alle. Oh, so war's doch nicht gemeint. Eher wie, was? Zwischen Geschwurbel und Tante Olas Busreisenfotos gibt's jetzt endlich auch was Sinnvolles auf der Plattform. Ja, Mann. Aber kommen wir jetzt zum dritten wichtigen Part bei der Vorbereitung auf Sex? Die Ernährung. Klar, du kannst dir keinen Bohneneintopf reinballern und dann danach... Mein Geheimtipp für Bottoms. Flohsamenpulver. Das gibt's sogar als Bottom-Kapseln für Gays fertig zu kaufen, aber es gibt auch günstigere Alternativen. Die müssen mit viel Wasser eingenommen werden, aber binden dann alles im Magen-Darm-Trakt wie ein Quellschwamm und machen sauber, sodass alles clean und gebunden rauskommt. Und noch ein Bottom-Tipp für Anfänger. Übernehmt ihr euch anfangs? Also zu schnell, zu groß. Gibt's den gay bekannten Stichschmerz. Wie ein Schwert in den...
No joke. Aber der hält nur wenige Sekunden und kommt danach so auch nicht nochmal wieder. Also langsam klein anfangen und viel Gleitgel. Ihr merkt, Vorbereitung auf Verkehr für Bottoms ist aufwendig und manchmal eine humbling Experience. Sag jetzt nicht sowas wie, aber es lohnt sich. Das kommt creepy. Aber es stimmt. Ich meine, laut Statistik sind die meisten Gays gern mal Bottom. Und der ein oder andere Hetero auch. Ja, dann hier mein fettes Danke im Namen aller Tops an dieser Stelle. Und an alle Bottoms. Macht nichts, wenn ihr euch unwohl fühlt. Ja, kein Körper ist eine Maschine und trotz Vorbereitung können sich hunderte Dinge auf euren Körper auswirken. Zum Beispiel Stress. Und gerade queere Menschen haben davon mehr als normal. Echt? Schon mal vom Minderheiten-Stressmodell gehört? Nö. Das besagt, dass gerade Minorities durch Diskriminierung zum Beispiel oder Ablehnungsangst besonders starken psychischen Stress ausgesetzt sind. Und diese Dauerbelastung wirkt sich negativ auf die mentale Gesundheit aus. Um hier ein Spotlight zu setzen, hat Ivid die Kampagne My Mental Me ins Leben gerufen, um auch über diese Themen in den Dialog zu kommen und auf Hilfsangebote hinzuweisen. Denn Stress kann sich auf den Körper und so auch auf den Magen-Darm-Trakt auswirken. Also wisst, dass ihr immer Nein sagen könnt. Frag dich Seitz, es gibt zig andere Dinge, die man stattdessen machen kann. Oder auch keine, wenn man keinen Bock hat. Zum Sex gehören immerhin 2, die das wollen, okay? Und vergesst nicht zu verhüten. Ja, ich weiß, das Thema. Denn auch wenn es mittlerweile PrEP gibt, das bei regelmäßiger und korrekter Einnahme einen sehr hohen Schutz vor HIV auch ohne Kondom bietet... Oder HIV-Medikamente, die die Vermehrung vom HIV-Virus im Körper unterdrücken, sodass er sich nicht beim Verkehr überträgt. Schützt das nicht vor anderen Geschlechtskrankheiten? Ich meine, das gute alte Gummi schützt zu 90% gegen HIV und zumindest 60% gegen die meisten anderen. Aber im Endeffekt kommt's auf deine Lebensrealität an. Wie oft hast du Sex und mit wem? Mit einer Person, mit mehreren, aber immer denselben? Mit wechselnden? Wie läuft's ab? Anal, oral oder... All das entscheidet, welche Safer-Sex-Methoden zu dir passen. Denn man kann sie auch kombinieren und anpassen. Weil wenn sich die Lebensrealität ändert, dann ja auch die notwendige Verhütung. Checkst? Im Grunde ist es immer gut, sich regelmäßig auf HIV und sexuell übertragbare Krankheiten testen zu lassen, wenn man Sex mit wechselnden PartnerInnen hat. Alles, was es zu diesem großen Thema zu wissen gibt, findest du auf ivid.de/safersex. Und ich sag euch, in den letzten Jahren hat sich bei dem Thema so viel getan, dass wir uns das in einem extra Video ruhig mal genauer anschauen können. Und für wen was am besten passt. Wenn ihr Bock darauf habt, ballert's mal in die Kommentare. Oh, und eine weitere wichtige Sache für kommende Videos noch, denn jetzt könnt ihr uns helfen. Die statistische Lage zur Verteilung von Bottom, Top, Verse, Side, die ist ja mal sowas von dünn. Die eine, die heute noch dauernd zitiert wird, ist von 2002. Imagine, wie aussagekräftig ist die bitte? Und eine andere von Grindr, die auch nicht repräsentativ ist, weil sie nur State-Nutzer mit einbezieht. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Wir von Dark Victory Studios haben die super schwule Sexstudie ins Leben gerufen und würden uns mega freuen, wenn ihr die kleine Umfrage ausfüllt und wir in einem künftigen Video die mal auswerten. Keine Sorge, die ist komplett anonym und keine personenbezogenen Daten werden von euch gespeichert. Die Befragung findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr auch solche Videos wichtig findet, lasst gerne einen Super Thanks da. Schaut bei Ich weiß, was ich tu vorbei und wir sehen uns bald zur Auswertung. Tschüss.